Es war einmal vor langer Zeit, also vor sehr langer Zeit, da gab es bei einzelnen Krone-Q-Linern Deckschichtablösungen. Also der punktuelle Kontaktverlust zwischen Stahldeckschicht und Schaumkern. Das haben unsere Ingenieure aber seit vielen Jahren mit zwei genialen Primer-Techniken gelöst. Auf die Innendeckschicht kommt eine haftungserhöhende vollflächige Kleberschicht und auf die Außendeckschicht eine elastische Bindeschicht, die dafür sorgt, dass selbst bei spanischen Außentemperaturen die sich sehr stark dehnende Stahldeckschicht immer Kontakt zum Schaumkern behält. Ich bitte um Nachsicht wegen der Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ich komme trotzdem einigermaßen verständlich rüber. Dennoch liegt im Werk Lübtheen ein ständiger Fokus auf der Kontrolle der Panelqualität. Dafür werden Probestücke bis aufs Äußerste malträtiert, um letztendlich den bombenfesten Halt der Deckschichten auf dem Schaumkern zu verifizieren und zu visualisieren. Aber losgelöst von den spezifischen Kontrollen im Labor muss natürlich auch das große Ganze stimmen. Und daher wird jeder Q-Liner nach seiner Fertigstellung sehr kritisch von der Qualitätssicherung gecheckt. Und darüber hinaus täglich noch 2 Fahrzeuge noch mal intensiver in einem internen Audit auf Herz und Nieren geprüft. Und um unseren Q-Liner auch stetig weiterentwickeln zu können, schicken wir regelmäßig ein komplett fertiges Fahrzeug nach Lingen ins Krone Future Lab und stellen ihn dort auf den Hydropulsar. Seht euch gerne dazu auch nochmal unseren vorangegangenen Beitrag auf Krone TV an. Auf dem Hydropulsar werden 1 Million Kilometer auf übelsten Straßen simuliert. Und danach wird das Fahrzeug peinlich genau seziert. Das heißt, es wird zerschnitten von oben nach unten und von rechts nach links, um jedes mögliche Verbesserungspotenzial zu identifizieren und letztlich in die Serie einfließen zu lassen.